Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend, schauen einmal auf die Fridays for Future Bewegung. Oder wie die Industrie auch sagen würde, hey, wir als Industrie können doch gar nichts dafür, dass wir die Natur zerstören. Was ist die uns denn auch immer im Weg? Also da könnte man doch mal etwas mehr Respekt von der Natur erwarten, oder? Also anstatt uns ständig im Weg zu sein, könnte die Natur auch uns etwas entgegenkommen und, hey, zum Beispiel die Wälder gleich selber umhauen. Dann würden wir Benzin sparen und das wäre auch gut für die Natur. Also, liebe Natur, vielleicht nächstes Mal etwas mehr mitdenken, oder? Und warum müssen eigentlich wir immer die Bösen sein, wenn es um die Auslöschung von Tierarten geht? Wenn man es mal ganz genau anschaut, dann hat die Natur sogar mehr Arten in den letzten 5 Milliarden Jahren ausgerottet als wir. Zumindest, wenn man nur unsere letzte Woche betrachtet. Und nicht zu vergessen, liebe Fridays for Future Kids, auch uns liegt viel an der Zukunft, vor allem auch am Freitag. Deshalb kann ich als Industrie dann nur zu euch sagen, #MeToo. Ich glaube, der Hashtag hatte da eine andere Bedeutung. Aber wie sind eigentlich die Friday for Future entstanden? Hatte sich da ein Friday und ein Future so lieb, dass sie eine gleichgeschlechtliche Ehe haben eintragen lassen und schnell noch ein For mit in den heiligen Bund der Anglizismen mitgenommen haben? Demonstration statt Unterricht. Greta Thunberg ist die 16-jährige Ikone der Protestbewegung. Bis vor ein paar Wochen, freitags noch fast alleine vor dem Reichstag, steht sie inzwischen unter weltweiter Beobachtung. Ich glaube, ich habe die Methode aufgezeigt, wie man auf die Klimakatastrophe aufmerksam macht. Das wurde weltweit kopiert und so ist die Bewegung gestartet. Von den Regierungen verlangt Greta endlich Maßnahmen gegen die Erderwärmung. Wegen ihres Einsatzes wurde sie jetzt für den Friedensnobelpreis nominiert. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin natürlich dankbar und fühle mich geehrt. Vielleicht sind ihr solche Auszeichnungen der Erwachsenen auch gar nicht wichtig. Schließlich will sie den Alten Panik machen, damit sie endlich anfangen zu handeln. Und vorab eine Nominierung für den Friedensnobelpreis klingt jetzt vielleicht für den uckermärkischen Bauern in der Pampa wie eine besondere Auszeichnung. Aber bei einer Nominierung zum Friedensnobelpreis darf man eben auch nicht vergessen, dass jeder, wirklich jeder kann für einen Friedensnobelpreis nominiert werden. Wie zum Beispiel auch schon Donald Trump dafür nominiert wurde. Und auch Adolf Hitler. Um mit den beiden in einem Satz genannt zu werden, ist sogar Kim Jong-un mittlerweile unangenehm. Bevor wir hier weiter auf Greta Thunberg eingehen, muss ich mich auch einmal outen. Nicht als Fan von Greta, dafür guckt sie mir die ganze Zeit viel zu grimmig. Sondern ich finde die Entscheidung, um an den Fridays for Future Demos teilzunehmen, die Schule zu schwänzen, als vollkommen richtige Entscheidung. Denn es geht hier nicht um den neuesten Mist vom Bibi, Bubu oder Blabla, sondern um die Zukunft der Kinder selber. Und was bringt die schönste Schulbildung, wenn es am Ende keine Welt mehr gibt, wo man sein Wissen einsetzen könnte? Von daher ist es kein Fehler, für die eigene Zukunft auch mal etwas zu opfern. Und wenn es das philosophische Verständnis von Ursache und Reaktion ist oder einfach nur Erdkunde, was man nur braucht, wenn man Sportlehrer werden will. Denn kein Mensch braucht Erdkunde, noch viel weniger, seitdem es Wikipedia gibt. Wer geht denn ansonsten noch überhaupt auf die Straße? Bei den Deutsche Wohnen und Co. enteignen doch nur die, die davon am Ende selber partizipieren wollen. Auf Kosten aller anderen hier in Berlin. Und wer sich jetzt fragt, Augenblick mal, seit wann hat Berlin ein Wanderpanda auf seinem Wappen? Wir sind pleite und mussten aus Einsparungsgründen und aufkommenden Gerüchten, dass der Berliner Bär das Pferd aus der niedersächsischen Flagge unsittlich berührt hatte, den alten Bär entlassen und haben nun ein Wanderpanda als Wappentier. So schnell kann das gehen. Und im Gegensatz dazu ist es einfach klasse, wenn junge Menschen sich engagieren und dann zu 1000 demonstrieren. Wie hier zum Beispiel. Zehntausende Schüler und Studenten gingen in Deutschland auf die Straße. Sie fordern eine bessere Klimapolitik und einen echten Klimaschutz. Unterstützung bekamen die Demonstranten in Berlin auch von einer Initiative von rund 20.000 Wissenschaftlern, die sagen, die Anforderungen dieser jungen Generation sei berechtigt. Wir wissen aus Jugendstudien, dass das Thema Umwelt die jungen Leute viel stärker beschäftigt als die Älteren. Sie haben so richtig das Lebensgefühl, das gefährdet unsere Zukunft. Und eine Bewegung mit so viel Gefühl, die entwickelt Power. Mit den weltweiten Protesten erreichte die Bewegung ihren vorläufigen Höhepunkt.
Und vom Feeling her habe ich das Gefühl, das powert. Wenn eine Bewegung von einer Person lebt, dann ist das die Fridays for Future Bewegung mit Greta Thunberg. Ich will heute gar nicht dabei auf ihre Asperger-Erkrankung weiter eingehen, denn zum einen bin ich gar kein echter Arzt, auch wenn ich das oftmals in Clubs schon behauptet habe, und zum anderen denke ich, dass, weil sie sich so massiv auf die Rettung des Planeten fixiert, ihr das auch hilft. Auch wenn das sicherlich für die eine oder andere schon fast manisch ist. Und ich habe nur die Sorge, dass wenn ihr vielleicht auffällt, dass all die PR-Stunts der letzten Monate rein gar nichts verändert hat, wie sie darauf dann reagiert. Aber wie ihre Mutter in ihrem echt nicht guten Buch schrieb, dass sie, seitdem sie streikt, endlich wieder normal ist. Allerdings, so grimmig wie Greta Thunberg immer guckt, kocht ihre Mutter scheinbar echt Scheiße. Wenn ein Kind sich auf die Fahne schreibt, die Welt zu retten, dann ist das das Krasseste, was man sich vorstellen kann. Denn Kinder sind nicht so korrumpierbar wie wir Alten. Also, ihr alle da, nicht ich, denn ich bin ja bekanntlich die wahre Stimme der Jugend. Klar kann man Kinder mit Eis locken, vielleicht nicht neben einem Spielplatz aus eigener Erfahrung, aber sie sind nicht zu korrumpieren. Und das macht Greta einzigartig. Aber nichtsdestotrotz ist Greta Thunberg dabei die wichtigste Unwichtigkeit der Welt. Denn so cool es ist, dass Kinder gegen die Klimapolitik oder die nicht existente Klimapolitik demonstrieren, desto mehr sieht man immer, dass Greta Thunberg leider nur von einem PR-Stunt zum nächsten eilt. Und das konnte man sogar am besten sehen, als sie per Segelboot nach Amerika fuhr. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist gestern in New York eingetroffen und will dort an 2 großen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen teilnehmen. Die 14-tägige Reise auf einem emissionsfreien Segelboot über den Atlantik sollte ihr Engagement für den Klimaschutz unterstreichen. UN-Generalsekretär Guterres begrüßte sie auf Twitter in New York und würdigte das Engagement der jungen Generation für den Klimaschutz. Und natürlich gehe ich auch davon aus, dass die Gore-Tex-Regenjacken auch aus recycelten Twitter-Nachrichten sind. Greta Thunberg ist bei weitem nicht die erste Person, die für den Erhalt unseres Planeten demonstriert. Selbst meine Eltern haben als Schüler schon vor 50 Jahren die Schule geschwänzt, um gegen das Atomlager in Gorleben zu demonstrieren. Nur hat da eben keiner eine Kamera raufgehalten und gesagt, wow, schau mal, der Typ da hat sogar noch längere Haare als die Frau. Den müssen wir jetzt berühmt machen als Gesicht der Bewegung. Greta Thunberg ist genauso wenig eine Klimaaktivistin, wie ich kein Literat bin, nur weil ich einen Tweet mit 280 Zeichen schreiben kann. Klar, das prädestiniert mich, um US-Präsident zu werden, aber niemals in einer Reihe mit William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe und Tom Clancy genannt zu werden. Roger Hallam, das ist ein Aktivist. Denn der guckt nicht nur grimmig in die Kamera, sondern er lebt das auch vor. Der würde nach Russland oder China gehen und dort demonstrieren. Egal, ob er dafür festgenommen würde oder nicht. Etwas, was Greta niemals machen würde. Greta Thunberg ist gegenüber echten Klimaaktivisten, die ihr Leben riskieren, bestenfalls nur eine Schönwetter-Klimaaktivistin. Also fassen wir noch einmal zusammen. Greta Thunberg zeigt, wie wichtig Klimaschutz ist. Aber sie kann nun einmal keinerlei fundierte Lösung anbieten, außer von einem PR-Stunt zum nächsten zu eilen, weil sie noch ein Kind ist. Und das ist auch gut, weil sie eben noch lernen muss. Wie wir alle mit 16 noch verdammt viel lernen mussten. Und Spoiler, sogar noch heute. Hätte mir jemand ein Mikrofon unter die Nase gehalten und mich mit 16 gefragt, mit welchen probaten Mitteln können wir den durch Menschen verursachten Klimawandel weltweit abwenden, dann hätte ich auch nur zu der Frage am Ende sagen können: Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und liebe Fridays for Future Kids, ich muss euch hier auch einmal die Stützräder abmachen. Wir können nicht am Freitag geil die Schule schwänzen, um vor den Demos nochmal schick billig bei Kick einzukaufen. Und dann mit unseren geilen iPhones Selfies von der Demo zu machen. Oder uns ansonsten von Mami und Papi immer schön zur Schule fahren lassen. Sondern wenn wir alle, egal ob als Kind, Jugendlicher oder als Erwachsener, etwas ändern wollen, dann können wir das nicht, indem wir einer Greta Thunberg hinterher schmachten. Sondern wir müssen selber erkennen, dass wir sowohl ein Teil des Problems sind, als auch ein Teil der Lösung. Aber nicht eine Greta, sondern nur wir. Und das war's von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Late Day News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.